Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Hecht und Barsch Kanal. Was mache ich heute? Ich habe vorgestern einen sehr komischen Anruf bekommen und der ging ungefähr so. Oh, servus Dennis, grüß dich. Oh, ich bin die Tage, bereite mich auf den YPC vor, magst mitkommen? Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, mit wem ich heute verabredet bin. Auch wenn ich kein Bayerisch kann, heute geht's mit Herbert Ziereis ans Wasser. Viel Spaß beim Zuschauen. Du bist der Fabi? Hi, servus. Grüß dich, hi, Dennis. Herbie, mein Lieber. Guten Morgen. Servus. Mit der Brille siehst du viel jünger aus. Das hört man gern. Geht's dir gut? Sicher. Was machen wir heute? Ich darf dich begleiten heute. Ja genau, wir machen ein bisschen Training und an einem total unbekannten Gewässer. Schauen uns das jetzt einmal ein bisschen an. Das ist ein Seitenarm von einem Fluss. Und ja, ob das jetzt so richtiges Training ist, weil im Sommer ist dann natürlich die Verhältnisse immer wieder anders da. Aber einfach ein Gefühl für Holland zum kriegen. Gut. So, der Herbie ist ziemlich schnell unterwegs gewesen. Mal gucken, was jetzt geht. Wir machen jetzt die ersten Würfe und ich werde mit Kickback Rig fischen. Dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber erstmal geht's jetzt los. Die Kamera läuft schon. Hast du drauf? Läuft schon, ja. Wahnsinn, Freunde. Ich habe gerade den ersten Wurf gemacht. Ist kein Scheiß mit dem Kickback Rig. Und ich habe einen Barsch. Oh, was für ein Junge. Kommt der schon? Ja. Oh ja. Aufs Kickback Rig. Ich werde wahnsinnig. Komm ran. Super Landung. Juhu! Sauber. Wie geil ist das denn, Leute? Mega geil. Krebs am Kickback Rig. Voll geil. Super geil. Oh, guckt euch das an. Bei meinem ersten Wurf. Ich werde wahnsinnig. Herbie, gutes Spotwahl, mein Freund. So, Kollege. Danke. Danke für den schönen Auftakt. Und tschüss. Nochmal bitte. Ja, Mann. Ja, richtig geil. Leute, ey, was für ein Auftakt. Erster Wurf, kein Scheiß, wirklich. Ich kann nicht mehr. Und direkt mal so einen richtig geilen Barsch aufs Kickback Rig und den Krebs. Ich habe gerade gesagt, ich will euch dazu noch was erzählen, aber das mache ich später. Ich mache jetzt noch mal eben kurz ein paar Würfe mehr. So. Fisch bei Fabi. Ja. Ah, echt? Nicht der erhoffte Barsch, aber Fisch ist Fisch. Ach, du hast gewobbelt jetzt tatsächlich? Ja. Geil. Gut. Stark. Petri Fabi. Vielen Dank. Nicht der Zielfisch, aber, Nee, aber schön. definitiv nicht. Aber trotzdem. Sauber. Also, Wobbler kann man schon mal machen. Ja, Jetzt schimpft der Herbert hier, weil es kein Barsch war. Ja, jetzt wollte ich eigentlich gerade zum Herbie laufen. Und in dem Moment ruft der Fabi Fisch. So ist das manchmal. Jetzt gehe ich in die andere Richtung und guck mal, was der Herbie macht. So, Fisch kommt ans Band, hat er gesagt. Nicht schön, wenn man beim Fischen was fängt an einem neuen Platz. Gibt natürlich für jeden Vertrauen. Ich meine, wir sind heute am ersten Tag. Wir bleiben nur 2 Tage in andere Gebiete halt dann. Also wir fischen jetzt das erste Mal mit dem Carolina Rig ab, so wie es im Winter eigentlich immer die bessere Art ist. Aber ich möchte auf alle Fälle nur noch mit dem Wobbler entlang gehen, mit einem Switch-Wobbler, weil die Fänge, was ich jetzt gehört habe, waren auch sensationell.
Und das probieren wir auf alle Fälle auch noch. Ich wollte euch mal ganz kurz das Kickback-Rig zeigen, wie ich es gemacht habe. Also ich habe hier ein Vorfach, ich gucke, ob ich das besser auf die Kamera kriege. Ein Vorfach und da einen Seitenarmknoten dran und dann ein etwa 10 cm langes Stück mit einem abgeschnittenen Jigkopf. Man kann es auch eleganter machen, zum Beispiel mit einem Dropshot-Blei oder so. Und dann kommt in einem Abstand von ungefähr 25-30 cm hier der Offset-Haken mit dem Krebs drauf. Ich habe jetzt schon eine neue Farbe drauf. Und also man kann das so machen, also am besten ist es wirklich, wenn man einen ganz dünnen Offset-Haken hat und der Köder schwimmt, so wie der Krebs, und der dann hochsteigt. Meiner schwebt so ein bisschen in der Luft ist gut, im Wasser und sinkt ganz langsam ab. Und ja, mit dem Blei sammle ich zum einen ein bisschen Sediment ein, beziehungsweise wühle den Boden auf, so ähnlich wie beim Carolina Rig, wie Enrico euch das erklärt hat. Und das Schöne ist, wenn ich den Köder stoppe, steigt er halt im besten Fall auf. Meiner sinkt jetzt ein bisschen, weil der Haken etwas zu schwer ist, aber es hat ja gerade geklappt und ich mache jetzt weiter. Das Schöne ist, das Kickback-Rig, deswegen heißt es ja auch Kickback, es schlägt zurück, das heißt, er kommt auf Grund auf und wenn er schwimmt, dann treibt er tatsächlich auf. Also geht erst runter und geht dann wieder hoch und das ist halt schon ein ganz geiler Reiz. Ja, und ich werde gucken, ob ich mit diesem Ding jetzt noch den einen oder anderen Fisch raushauen kann. Ja, der Herbie läuft die ganze Zeit weg, der macht Strecke ohne Ende hier. Gucken, dass ich ihn mal einfange und jetzt gucke ich mal, wie Herbie fischt. Herbie hat einen Fisch? Ja. Was? Ja. Geil. Sieht aber gut aus. Ja, gut aus. Aus Carolina Rig. Ja. Soll ich dir den Kescher geben? Richtiges Moppel. 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 Jawohl! Sauber, Petri Herbie. Oh, der ist größer als meiner. Ja, oder dicker auf jeden Fall. Nur 1 Zentimeter vielleicht. Aber so schaut's aus. Die Wintermoppel. Oh, Herbie, ey, super Barsch, mega. Hammer. Ja, das waren Punkte. Rein, Herbie. Mega geil. Worauf? Krebs. Und tschüss. Mein neues Motto ist übrigens Run and Gun. Das heißt, wir fischen viele Plätze und werfen viel. Wie hast du das Carolina Rig geführt? Einfach geschliffen? Ja, oder geschliffen. Ja? Geschliffen, Okay. ja. Sehr gut. Schöner Moppel. Ja. Ich glaube, dass es noch da drin größere gibt, aber Ja. was will man aber immer unzufrieden sein, wenn man so einen tollen Barsch gefangen hat. Und vor allen Dingen sind wir alle 3 schnell entschneiert. Ja, eben, alle 3 einen Fisch gefangen in der ersten Stunde, also wo ist die Meckebude? Ja, und Fabis PB liegt bei 45. Unsere beiden Fische gerade wären sein PB gewesen. Jetzt hoffen wir, dass er auch noch einfängt. Ja, den fängt er halt schon noch. Bin ich mir sicher. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich will gerade die GoPro aufstellen für Herbie. Und dann dreht er den nächsten. Da ist er noch ein bisschen kleiner, aber er verkauft sich noch nicht so gut. Fetter Moppel. Petri Herbie. Dann haben wir schon noch. Super. Also der hat ja wieder die schwarzen Flecken oder Punkte. Ich weiß gar nicht, ob das. Vielleicht kann man jetzt mal irgendjemand kommunizieren, was bei den Barsche die schwarzen Dinger so sind, ob das jetzt eine Krankheit ist oder irgendwas. Man sieht das ja immer öfters, aber der ist ja richtig befallen. Auf alle Fälle. Okay, wunderbar. Sauber, Herbie. Sehr gut. Es ist so typisch für Herbie, dass er einfach immer weiter wegrennt
Und dann würde ich gerade die GoPro aufbauen nach dem ersten Fisch für ihn. Und was passiert? Er kriegt den nächsten Biss. Aber geiler Fisch. Jetzt hat sich in meinen Kickback-Rig vertüdelt. Ich habe den Abstand mal ein bisschen verändert, noch ein bisschen weiter gemacht. Das Schöne ist, man kann den Abstand halt immer noch ein bisschen variieren. Herbert Ziers zum Beispiel fischt ein deutlich längeres Kickback-Rig. Das heißt, er hat einen deutlich längeren Abstand vom Seitenarm zum Köder hin. Und das kann auch sehr effektiv sein, vor allem im Winter. Ich muss aber sagen, mit zunehmendem Abstand wird halt die Bisserkennung wirklich schwierig. Und deswegen lasse ich es so, wie vorhin auch der erste Fisch direkt kam. Und ja, weiter geht's. Von der Führung her muss ich sagen, also natürlich ein paar Leute, die können das deutlich besser als ich mit Kickback Rig, aber ich finde das Rig echt spannend und habe damit auch schon ganz gute Fische gefangen. Und ich führe es eigentlich im Prinzip so, wie ich auch das Carolina Rig im Winter fischen würde. Also immer schön langsam einschleifen, mal vielleicht den einen oder anderen Tock in die Route geben. Und ihr seht schon, es ist sehr windig. Da wird die Bisserkennung auf jeden Fall nicht einfacher. Der Biss vorhin war auf jeden Fall krass, der kam richtig rein, so richtig reingetoppt. Und danach die Fische beim Herbert, der eine hat auch getoppt und der andere hat sich einfach reingehangen. So wie das auch beim letzten Video mit mir und Enrico war. Ja. Wir fischen weiter und gucken, dass wir noch einen schönen dicken Barsch für Fabi kriegen. Jetzt haben wir ihn länger. So, jetzt zieht ein bisschen Wind auf. Herbert nimmt sein Motto sehr ernst, Run and Gun, und rennt die ganze Zeit weg hier. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, mal wieder mit Carolina Rig zu fischen. Zum einen, weil natürlich Herbert gerade 2 Fische damit gefangen hat, und zum anderen, weil es gerade echt zunehmend windiger wird und die Bisserkennung mit dem Kickback Rig für mich nicht ganz so einfach ist, vor allem nicht mit meiner etwas grob schlechtigen Route fürs Barschangeln. Also die hat schon ein Wurfgewicht bis 30 Gramm und ich habe jetzt eine leichtere Lamustik genommen und ja, gucken wir mal, ob da noch ein paar Barsche rauskommen. Ein Barsch für Fabi wäre auf jeden Fall noch mal richtig gut. Das gibt's doch nicht. Der Herbie. Run and Gun Herbie. Komischer Barsch. Echt? Hecht? Ich wollte gerade sagen, so wie er jetzt runter steht, sieht es nach Hecht aus. Ja. Aber Herbie, Fisch ist Fisch. Im Ja. YPC wären es wichtige Punkte, mein Freund. Ja, sowieso. Sauber, Herbie. Petri, mein Lieber. Richtig schöner Fisch. Dieser Typ macht mich wahnsinnig. Ich bringe gerade die Kamera weg. Da schreit ja schon wieder Fisch. Aber diesmal ist es der Zielfisch, oder? Ja, Zielfisch. Toller Fisch. Ja, mit so Ja, der hat auch wieder so Dinger. Flecken, ne? Auch wieder so Flecken. Aber Barsch ist Barsch. Rig funktioniert. Krebs. Herbert, nachdem wir gerade die ganze Zeit hinter dir herrennen mussten, Ja. fürchte ich, dass es jetzt nicht besser wird. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erst einmal ein bisschen Brotzeit mit einer Tasse Kaffee. Passt das auch, oder? Super. Gut. Klar. Und wenn wir das hinter uns haben, dann versuchen wir mal einen Polterhecht zu fangen. Sehr gut, klingt gut. Ja, machen wir. Auf geht's. Der Herbert, ne? Kannst du ja nicht abwarten. Da hinten steht er. Das ist Wahnsinn. Immer das Gleiche. So Herbert, ich bin jetzt lange genug hinter dir hergefahren und es waren viele Polder zu sehen. Ja. Und du hast immer ganz kurz geguckt und bist weitergefahren. Nein, weil wir haben natürlich immer verglichen, ob man da überhaupt angeln darf. Die anderen Polder waren jetzt alle rot eingezeichnet beim Fischpass und da hätten wir sich jetzt eine Karten kaufen müssen, aber das wollten wir jetzt auch nicht und darum haben wir uns jetzt einen Polder gesucht, der wo dunkelblau ist.
Schaut da schön aus, relativ klares Wasser. Ich weiß noch gar nicht, wie tief, aber den werden wir jetzt auf alle Fälle mal 1-2 Stunden in der Richtung dann entlang laufen und schauen wir mal, Okay. was passiert. Das heißt, du kennst den Spot gar nicht? Und Nein, hast gar was nicht, gesagt. überhaupt nicht. Sieht nett aus, sieht ganz gut aus. War noch nie da. Okay. Gucken wir mal, ob hier ein Hecht ans Band geht, ne? Guck mal. So Leute, gerade den ersten Fischkontakt gehabt, allerdings kein Biss, sondern nur eine Schuppe. Na egal, schauen wir mal. So, meine Fischschuppe eben konnte Herbert nicht überzeugen. Herbert hat einen anderen Plan entwickelt und vorgeschlagen, dass wir jetzt nochmal einen Platzwechsel machen. Herbert, nächsten Zielfisch ist? Ja, den Platzwechsel müssen wir machen eigentlich, weil einer von uns haben wir festgestellt hat, im Fischpass drinnen ist das Ja Rot. genau, ist rot und nicht blau. Genau, und darum fahren wir da auf alle Fälle weg. Und wir fahren jetzt da hin, wo es dunkelblau ist für jeden Fischpass, wo wir dabei haben. Ein bisschen hoch, auf alle Fälle Richtung Fluss. Schauen wir uns da halt um. Okay. Ist egal, für das sind wir ja im Training. Wir müssen neue Erkenntnisse machen, auch wenn sie nicht immer positiv sind. So schaut das halt einfach aus. Auf der Suche nach neuen Gewässern oder Spots. Wir bleiben ja 2 Tage, also wir werden morgen noch jede Menge neue Plätze anschauen. Aber ich bleibe nur einen Tag, das heißt, wir müssen heute noch ein bisschen was fangen, mein Lieber. Ja, du hast nur einen, aber wir haben Gott sei Dank 2. Ja, das stimmt. Okay, Also, auf geht's. Auf. Unglaublich. Herbert hat gerade zu mir gesagt, wir brauchen 10 Minuten zum Spot. Und wir fahren jetzt einfach eine halbe Stunde, weil Herbert einfach echt eine lebende Legende ist. Jetzt geht er schon wieder. Also ich glaube, Herbert weiß gerade nicht, wo er hin will. Und jetzt gucken wir mal, wo wir gleich landen. Herbert, wir sind endlich am neuen Spot angekommen. Ja. Endlich. Nach einer kleinen Tour. Ja. Man braucht ab und zu für so 500 Meter braucht man so 8 Kilometer fahren, aber naja. Okay, Ja, wir und du- probieren es jetzt da nochmal und versuchen jetzt, da ist wahrscheinlich wieder alles möglich, aber ich fische jetzt einfach noch weiterhin gezielt einmal auf Hecht. Die anderen fischen auf Barsch. Schauen wir mal. Ja, nachdem es heute Morgen sehr vielversprechend angefangen hat, mit 6 Fischen in 2 Stunden, gab es jetzt in den letzten 4 Stunden für uns keine Kontakte, beziehungsweise Herbert hatte noch einen Kontakt beim Hechtfischen. Also er wollte gerade auch wirklich einen Hecht fangen und hat einen großen Köder drauf. Hat kurz einen Biss gekriegt, war ungefähr so ein 85er, 90er Hecht direkt am Ufer. Ja, und das war's bisher. Der Wind wird immer stärker. Ich bin wieder beim Carolina Rig angelangt, genauso wie Enrico euch das beim letzten Video mit mir gemeinsam gezeigt hat. Also auch ein etwas dickeres Stück Fluorocarbon, dann das Bullet Weight und die Perle mit einem kleinen Wirbel und dann geht es weiter mit einem etwas dünneren Fluorocarbon bis hin zum Köder. Ich fische immer noch mit Krebsen. Das hat ja heute Morgen schon einmal ganz gut angefangen. Ja, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem mehr als zufrieden. Mein Wunsch wäre halt tatsächlich jetzt einfach noch, dass Fabi seinen dicken Barsch fängt. Und der sollte möglichst größer als 45 sein, weil das ein PB wäre. Und da würde ich mich sehr freuen. Und 1,5 Stunden oder 2 haben wir noch. Von daher, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. So, Herbie, letzter Spotwechsel heute, ne? Ja, Resümee, viel gelaufen, nichts gefangen. Gehört auch dazu. Jetzt fahren wir nochmal dahin, wo wir heute Morgen gestartet sind. Ja, ne? ich habe ein paar so fickerige Barschangler dabei und die wollen jetzt unbedingt noch einen Barsch haben. Und jetzt, darum fahren wir jetzt da nochmal hin. Gell? So, Herbie, letzter Spot für heute, letzte Stunde. Du hast mir jetzt nochmal einen Krebs gegeben, danke dafür. Ja. Und gucken wir mal, dass wir noch was fangen. Und der Fabi vielleicht auch noch, oder? Ja, vielleicht hat der Fabi auch schon was gefangen, wir wissen es nicht, wir sind ein bisschen abgeschnitten von ihm. Aber macht ja nichts, wenn du das alles erledigst, wunderbar. Ich mag auf alle Fälle noch einen Hecht fangen, also ich werde jetzt so die letzte halbe Stunde oder so eisern probieren, nur einen Hecht zu fangen. Ja, du hast ja auch schon 3 Barsche. Eben. Oh. Kamera läuft schon, Herbie. Der Stellenwechsel hat sich Stand jetzt gelohnt.
gucken, ob ich ihn rauskriege. Mit Sicherheit kriegt ihn raus. Die lange Phase des Nichtfangen ist abgewendet. Oh, geiler Barsch. Richtig geiler Barsch. Oh, der ist groß. Ich glaube, ich würde mal den Kescher drüber hingehen. Das ist mein Kescher noch mitgenommen. Petri Heil! Jawohl! Super! Mann, ey! Sehr gut. Oh, und der Fabi ist jetzt gerade weg, ey. Hätte Fabis Fisch sein können. Fabi ist spazieren gegangen hier. Geil, ey. Sehr schön. Oh, richtig geiler Barsch. Richtig geiler Super. Fisch. Super Fisch. Der Größe hat der erste. Sehr gut, ey. Mega. Wahnsinn. So schöne Fisch. Aufs Carolina Rig. Kurz vor Schluss noch einmal. Ganz zu Beginn und jetzt noch so ein schöner Fisch. Geil. Sehr schön. Yes! Oh, was eine Action. Total geil, dass echt noch ein Fisch kam jetzt. Aufs Carolina Rig. Einfach eingekratzt, eingeschliffen. Und ja, es war ein bisschen komisch. Ich hatte die Kamera neben mir liegen und hatte den Fisch im Drill und bin dann mit der Kamera und dem Fisch im Drill zu Herbie gerannt, dass der die Kamera schnell nimmt. Also, bitte entschuldigt den einen oder anderen Verwackler. Wow, Wahnsinn. Jawohl. Nein. Ist ausgestiegen? Nein. Fuck, komm, weitermachen. Weiter. Ja, unser Angeltag ist jetzt zu Ende. Vielen lieben Dank, Fabi, vielen lieben Dank, Herbie. Schön, dass ich euch begleiten durfte. Fabi, echt ohne Scheiß, es tut mir richtig leid. Bitter. Ich glaube, alle Angler fühlen mit dir. Aber du hast ja noch 1,5 Tage. Und geschneiert hast du auch nicht, denn einen Hecht hast du ja gefangen. Ja, ich hoffe, dass das Video euch trotz des starken Windes gefällt. Und es war auch nicht so einfach, Herbie mit seinem neuen Modus hier Run and Gun zu folgen. Aber ja, wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen da, abonniert den Kanal und euch am Wasser viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao!